Aufgepasst! Wir haben eine Aufgabe für euch. Mit welchem Wort würdet ihr euer letztes Jahr 2021 zusammenfassen? Überlegt einmal, wie war euer Jahr 2021? Was ist passiert? Welche Herausforderungen habt ihr gemeistert und welche Erfolge konntet ihr feiern? Welches Wort würde dieses Jahr am besten beschreiben? Ja, zugegeben, das eigene Wort des Jahres zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber während ihr noch ein bisschen Zeit habt, es für euch zu finden, zeigen wir euch schon einmal, welche Wörter es im Jahr 2021 in die Top 3 in Österreich, Deutschland und der Schweiz geschafft haben. Und Nati und ich haben über unser persönliches Wort des Jahres 2021 auch viel überlegt und nachgedacht. Und wir haben uns am Ende für ein Wort entschieden. Welches das ist, das erfährt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Ein Jahr ist schon wieder um und deshalb gibt es jetzt auch wieder ein Video zum Wort des Jahres 2021. Letztes Jahr haben wir euch bereits das Wort und das Unwort des Jahres 2020 gezeigt. Wenn ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die gerne noch an. Wir verlinken sie auch unten in der Videobeschreibung. In diesen Videos erklären wir übrigens auch ganz genau, wie das Wort des Jahres gewählt wird, welche Kriterien es gibt und wie das Auswahlverfahren genau abläuft. Das werden wir aber heute nicht mehr erklären. Aber kurz gesagt spiegeln diese Wörter einfach Begriffe wider, die die Menschen in diesem Jahr bewegt und beschäftigt haben und dementsprechend dann oft verwendet wurden. Also, legen wir los mit dem Wort des Jahres 2021 in Österreich. Dazu gehen wir wieder auf die Homepage der Gesellschaft für österreichisches Deutsch oder GSÖD, die seit 1999 das Wort des Jahres der Österreicherinnen und Österreicher wählt. Wenn euch das näher interessiert, dann schaut gern auf der Homepage der Gesellschaft für österreichisches Deutsch vorbei. Ihr findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wie ihr seht, ist das Wort des Jahres 2021 in Österreich Schattenkanzler. Mit diesem Wort des Jahres wird es also gleich ein bisschen politisch, denn das Wort hat etwas mit dem Rücktritt vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu tun. Dieser ist nämlich im Oktober 2021 von seinem Amt zurückgetreten. Viele vermuteten damals aber, dass er als Obmann seiner Partei, der ÖVP, vom Hintergrund aus noch die Politik mitbestimmt hat. Im Begriff Schattenkanzler schwingt also eine gewisse Ironie mit, denn obwohl Sebastian Kurz nicht mehr offiziell Kanzler war, unterstellte man ihm als Schattenkanzler noch die Zügel in der Hand zu haben. Außerdem drückt der Begriff Schattenkanzler auch aus, dass über der ganzen Regierung ein Schatten lag, weil der Wechsel des Bundeskanzlers unter so besonderen Umständen stattgefunden hat. Okay, wechseln wir zu Platz 2. Welches Wort finden wir hier? Auf Platz 2 landete in Österreich das Wort 3G. Dieses Wort habt ihr sicher schon einmal gehört, denn damit hatten wir hier in Österreich sehr oft zu tun. 3G ist einfach die Abkürzung für geimpft, genesen, getestet. Alle drei Wörter beginnen mit G, deshalb 3G. Und mit der 3G-Regel werden eben in vielen Ländern der Zugang zu privaten oder öffentlichen Institutionen geregelt. Aber Achtung, 3G ist nicht der einzige Platz 2 heuer in Österreich, denn auf Platz 2 landet neben 3G auch noch das Wort Ninja-Pass. Habt ihr das schon einmal gehört? Ninja-Pass, das ist ein Begriff, der für den Impfnachweis von Kindern und Jugendlichen verwendet wird. Okay, wir hatten jetzt Schattenkanzler,
3G und Ninja Pass. Und was ist Platz 3? Auf Platz 3 hat es heuer in Österreich ein Begriff geschafft, der etwas mit dem Klimaschutz zu tun hat. Und zwar das Klimaticket. Und das Klimaticket ist eine neu eingeführte Fahrkarte in Österreich, mit der man alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich zu einem günstigeren Preis benutzen kann. Auf der einen Seite soll es Mobilität erschwinglicher machen und auf der einen Seite soll es natürlich auch den Klimaschutz unterstützen, weil so hoffentlich mehr Menschen die klimaschonenden Öffis verwenden anstatt das eigene Auto. Wenn euch das näher interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Gut, das waren die Top 3 Wörter des Jahres in Österreich. Und wie sieht es mit Deutschland aus, Nati? Auf der Seite der Gesellschaft für deutsche Sprache, kurz GFDS, finden wir das Wort bzw. die Wörter des Jahres 2021. Hier seht ihr die Top 10. Schauen wir uns die Top 3 ein bisschen näher an. Auf Platz 1 seht ihr, ist der Begriff Wellenbrecher. Wie auch schon im Jahr 2020 hat es damit wieder ein Wort an die Spitze geschafft, das mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Gemeint sind mit Wellenbrecher in diesem Zusammenhang alle Maßnahmen gegen Covid-19, die getroffen worden sind, um eben die Welle der Pandemie zu brechen. Wellenbrecher kann aber auch für Personen stehen, die sich nach den Maßnahmen richten oder auch für den Zeitraum, in dem diese Maßnahmen gelten. Und was meint ihr? Hat Platz 2 auch etwas mit dem Thema Corona zu tun? Verena? Nein. Der Begriff 2, nämlich Solidarität, symbolisiert die große Hilfsbereitschaft, die viele Menschen nach der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler gezeigt haben. Das Wort ist eine Mischung zwischen Solidarität und dem Flussnamen Ahr. Alles klar. Und Platz 3? Auf Platz 3 landet auch ein Wortmix, nämlich Flexit. Das setzt sich aus Pflege und Exit zusammen. Damit ist gemeint, dass viele Pflegekräfte ihre Berufe verlassen. Und das ist natürlich keine gute Entwicklung, denn dieser Pflegeausstieg könnte zu einem ernsten gesellschaftlichen Problem führen. Okay, auch 3 sehr spannende Wörter in Deutschland. Wie sieht es denn jetzt mit der Schweiz aus? Welche Wörter haben es denn hier ganz oben an die Spitze geschafft? Wie auch schon letztes Jahr beschränken wir uns auch heuer wieder nur auf das deutsche Wort des Jahres in der Schweiz. Wenn euch das französische, italienische oder rätoromanische Wort des Jahres interessiert, dann schaut gerne auf die Seite der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wie immer, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Okay, jetzt bin ich auch neugierig. Welches Wort hat es auf Platz 1 geschafft, Verena? Auch in der Schweiz landet ein Wort, das mit der Pandemie zu tun hat, auf Platz 1, nämlich Impfdurchbruch. Damit ist gemeint, dass das Virus nicht einfach weggeimpft werden kann, sondern immer wieder durchbricht. Das bedeutet, dass sich Personen trotzdem mit einem Erreger infizieren können, obwohl sie bereits vollständig geimpft sind. Und damit weiter zu Platz 2 in der Schweiz. Nati. Auf Platz 2 schafft es der Begriff Starkregen. Das verwenden wir ganz einfach, wenn es besonders stark regnet. Der Schweizer Sommer war geprägt von viel Regen und sogar oft sintflutartigem Regen. MeteorologInnen warnten häufig vor Starkregen. Der Schweizer Sommer ist also wortwörtlich ins Wasser gefallen. Das waren jetzt schon viele neue Wörter, aber eins fehlt noch, nämlich der Platz 3 in der Schweiz. Verena.
Ja, und Platz 3 ist dieses Jahr Entfreunden. Und auch dieser Begriff hat etwas mit dem Coronavirus zu tun. Denn das Thema spaltet leider viele Freundschaften und Familien. Entfreunden bedeutet nämlich eine Freundschaft aufkündigen. Und wenn man jemanden auf den Social-Media-Plattformen entfreundet, dann beenden wir die Freundschaft ganz einfach mit einem Klick. Vor allem die Diskussion bezüglich der Impfung hat viele Beziehungen auf die Probe gestellt. In manchen Fällen waren die Standpunkte des anderen so unvereinbar mit den eigenen, dass sich dann viele eben entfreundet haben. Okay, das waren jetzt schon wieder alle Wörter des Jahres 2021 in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Habt ihr mittlerweile schon ein Wort für euch für das Jahr 2021 gefunden? Wenn ja, dann würde es uns riesig freuen, wenn ihr dieses Wort mit uns in den Kommentaren teilen würdet. Und wie versprochen sagen wir euch jetzt auch noch unser Wort des Jahres und teilen das mit euch. Für uns ist es 2021 das Wort Schritt für Schritt, schrittweise geworden. Schritt für Schritt, das symbolisiert für uns sehr gut, dass alle großen Träume und Pläne ganz klein anfangen und man eben einen Schritt nach dem anderen gehen muss, um sein Ziel zu erreichen. Und so war es für uns im letzten Jahr. Wir haben Schritt für Schritt dazugelernt, Schritt für Schritt Videos produziert, Schritt für Schritt neue Ideen gesammelt und Schritt für Schritt euch kennengelernt. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns Deutsch lernt und dass ihr immer wieder etwas von euch mit uns teilt. Danke, dass ihr Schritt für Schritt diese Reise mit uns geht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's auch schon wieder mit unserem Video zum Wort des Jahres 2021. Wir hoffen, dass es für euch interessant war und dass es euch vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken und Reflektieren bringt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.